freue mich tierisch, dass ich hier die Ehre habe, mit diesen wunderbaren Menschen einmal drauf zu schauen, was Schlüsselkompetenzen denn so können. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel mit sozial schwachen Kindern gearbeitet und ich glaube, es ist wichtig, in diesem Bereich ein Vorbild zu sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wichtig dabei ist auch, auf Augenhöhe zu agieren, sich nicht über diese Familien zu stellen oder über diese Kinder zu stellen, sondern zu sagen, okay, ich bin genauso wie du. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, keine Angst vor Fehlern zu haben. Und sogar zu sagen, okay, alles klar, ich weiß, vielleicht ist es falsch, aber ich mache es trotzdem. Einfach zu sagen, okay, ich probiere viel aus, ich gucke einfach mal über meinen Horizont hinaus. Im Moment bin ich noch Studentin und habe meine Masterarbeit und habe nebenbei noch mit meiner Teamkollegin Jana, die da drüben sitzt, das Work on Kiel Projekt. Dann ist eben auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, ganz klar die Teamarbeit. Wir haben einfach festgestellt, dass wir viel stärker sind, wenn wir gemeinsam im Team arbeiten. Da können Verantwortungen geteilt werden und Aufgaben, die heute vielleicht schwerfallen, dann gemeinsam als Lösung gearbeitet werden und dann hinterher klappt das auch viel besser und im zweiten Versuch wäre es vielleicht schon richtig leicht. Und dann möchten wir auch allen Menschen Mut machen und sagen, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal zu sagen, nee, das ist etwas, was ich nicht leisten kann. Das hat ja nichts mit Fachkompetenz zu tun, sondern vielleicht auch mit der Zeit, die dann ja einfach fehlt. Ja, also es ist natürlich so, wenn wir eine Ausschreibung machen, stehen da natürlich die ganzen Fachkompetenzen drin. Die werden häufig gar nicht so hoch gehängt, weil jemand zu finden, der das alles erfüllt, was wir gerne hätten, ist ganz schwierig. Aber es werden dann auch nur die Leute eingeladen zum Bewerbungsgespräch, die natürlich das alles erfüllen, so ungefähr. Ein Beispiel, wir hatten neulich ein Bewerbungsgespräch und wir hatten eine Person eingeladen, der fehlte eine Kompetenz, eine Fachkompetenz und eine, die war wirklich super top, was die Fachkompetenzen angeht. Und die kam rein in den Raum und es wurde sofort 10 Grad kälter gefühlt. Die war von der Kommunikation her schwierig, man hat gleich gemerkt, es wird im Team nichts. Ganz klar, Fachkompetenzen sind wichtig und kann man sich auch aneignen, da sollte man auch gut drin sein. Aber zum Beispiel auch, wenn ich Praktikantinnen bei mir habe, gucke ich gar nicht auf Noten oder auf irgendwelche Zeugnisse, dann gucke ich, wie sind die im Gespräch, haben die Interesse, wie präsentieren die sich und das ist das Allerwichtigste. Selbstkompetenzen, Leistungsbereitschaft, zeigen, dass man Bock hat, Leidenschaft ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man nicht brennt für eine Sache, das merkt der Arbeitgeber sofort, bin ich der Meinung. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall eine Offenheit und eine Zugewandtheit etwas ist, was mir ganz viele Türen geöffnet hat, so auf meinem Weg. Ich habe ja sehr viel ausprobiert in meinem Leben und habe tatsächlich auch immer wieder geschaut, okay, wo sind meine Begrenzungen und wo möchte ich mich auch weiterentwickeln. Also wo möchte ich nicht an meinen Grenzen stehen bleiben, sondern habe das Bedürfnis, auch Kompetenzen zu entwickeln, wo ich sie vielleicht noch nicht so ausgeprägt habe. Und was ich jetzt hier an der Uni nochmal festgestellt habe, ist, dass es sicher auch neben diesem Ausprobieren und Grenzen erweitern auch Sinn macht, sich ganz bewusst einfach mal damit auseinanderzusetzen, anhand von Methoden, die ich auch in einem seiner Seminare kennengelernt habe, aber auch mit Menschen einfach zu schauen, was will ich, wer bin ich, was tut mir gut, um einfach zu wissen, wo will ich denn genau landen. Also hingehen und sich verkaufen und sagen, ich kann das und bloß nicht tief stapeln und bloß nicht auch im Bewerbungsgespräch sitzen und denken, man ist ein Bittsteller. Nein, man hat was zu bieten und die anderen haben genauso viel Interesse an einem selbst, wie man selbst eben auch in dem Job hat. Davon würde ich einfach mal ausgehen und dann ist es mal noch interessant für den Arbeitgeber.